In diesem Video geht es um ein Thema, das häufig vorkommt, aber nur selten offen angesprochen wird: Gefühle und emotionale Nähe zwischen pflegebedürftigen Menschen und ihren Pflegekräften. Unabhängig davon, ob jemand eine körperliche oder geistige Behinderung hat, Gefühle entstehen bei allen Menschen gleichermaßen. Menschen mit Behinderung verbringen oft sehr viel Zeit mit ihren Pflegekräften. Durch die tägliche Interaktion, körperliche Nähe und das gegenseitige Vertrauen können emotionale Bindungen entstehen, die über die rein professionelle Versorgung hinausgehen. Auch Einsamkeit oder ein begrenztes soziales Umfeld können dazu führen, dass tiefe Gefühle entstehen. Doch genau hier beginnen oft die Schwierigkeiten. Es gibt klare rechtliche und moralische Grenzen zwischen Pflegekräften und den Menschen, die sie betreuen. Eine professionelle Beziehung darf nicht durch eine persönliche oder gar intime Bindung gefährdet werden, denn das kann für beide Seiten problematisch sein. Was also tun, wenn man merkt, dass Gefühle entstehen? Der erste wichtige Schritt ist, ehrlich mit sich selbst umzugehen. Man sollte prüfen, ob es sich um tiefgehende, echte Liebe handelt oder eher um eine Schwärmerei, die durch Nähe und Fürsorge entstanden ist. Wenn man sich seiner Gefühle bewusst ist, gibt es grundsätzlich zwei Wege. Der erste ist, die Gefühle für sich zu behalten. Man entscheidet sich, nichts zu sagen, und genießt stattdessen die gemeinsame Zeit. Dabei ist es wichtig, die eigenen Gefühle unter Kontrolle zu halten, Grenzen zu wahren und die Pflegekraft nicht zu belasten. Die professionelle Distanz muss bestehen bleiben, auch wenn es schwerfällt. Die zweite Möglichkeit ist, das Gespräch mit der Pflegekraft zu suchen, sensibel, respektvoll und ohne Druck. Auch wenn es schwer ist, kann ein offenes Gespräch helfen, Klarheit zu schaffen. Häufig ist es hilfreich, eine neutrale Person einzubeziehen, wie zum Beispiel eine andere Pflegekraft, Angehörige, Freunde oder eine psychologische Fachkraft. So lässt sich die Situation besser einschätzen, ohne dass die pflegerische Beziehung leidet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Pflegekraft die Gefühle nicht erwidert, sich überfordert fühlt und möglicherweise den Dienst beendet. Deshalb ist besonders viel Feingefühl gefragt. Wenn die Pflegekraft professionell mit der Situation umgeht, ist dies eine wichtige Voraussetzung für den weiteren Umgang miteinander. Die zu pflegende Person muss lernen, ihre einseitigen Gefühle zu akzeptieren und mit der Zeit einen passenden Weg finden, diese loszulassen. Gefühle lassen sich nicht erzwingen. Eine einseitige Liebe darf niemals das professionelle Verhältnis belasten. Grenzen und gegenseitiger Respekt sind entscheidend, um weiterhin eine gute und verlässliche Pflege zu ermöglichen. In der Praxis zeigt sich, dass es durchaus möglich ist, eine professionelle und gleichzeitig herzliche, wertschätzende Pflegebeziehung zu führen, vorausgesetzt, beide Seiten gehen achtsam und respektvoll miteinander um. Mit diesem Video möchte ich zeigen, dass Betroffene mit solchen Gefühlen nicht allein sind und dass es Wege gibt, damit verantwortungsvoll umzugehen. Gefühle sind menschlich und verständlich, aber auch in der Pflege gibt es Grenzen, die für beide Seiten wichtig sind.